wie du dich auf die Erleuchtung einstellen kannst. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Falls du dich fragst, um was es in diesem Video geht, möchte ich dir das sehr gerne erklären. Warum ist Leiden eines der größten Geschenke überhaupt? Und warum könnte es genau das sein, was wir aktuell kollektiv am ehesten benötigen? Diese Unsicherheiten, diese Krisen, diese Instabilität. Was ist, wenn das die Einladung des Universums ist, uns ins Erwachen zu bringen? Nicht, weil Leiden etwas schön ist, sondern weil es etwas sichtbar macht, das wir im Komfort niemals erkennen würden. Kapitel 1, die Grundannahme, die wir selten hinterfragen. Wir sind alle im Glauben davon aufgewachsen, dass ein gutes Leben ein Leben ohne Leid sei. Ein Leben voller Sicherheit, ohne Tod und Kriege und vor allem auch ohne Streitigkeiten. Doch was ist, wenn diese Annahme eher problematisch ist als etwas Richtiges? Denn sie setzt voraus, dass das Leben immer planbar und vor allem dauerhaft angenehm ist. Und jedes Mal, wenn es das nicht ist, entsteht für uns eine innere Reibung. Diese erfahren wir aktuell in den jüngsten Ereignissen mehr als je. Und ich möchte mir hier erlauben, die Frage zu stellen, was ist, wenn all das gerade geschieht, die Einladung des Lebens ist, etwas bewusster zu werden und wacher zu leben? Hast du dir die Frage schon einmal gestellt? Kapitel 2, eine Geschichte, die heute relevanter ist als vielleicht je. Eine Geschichte, die heute uns viel mehr sagen kann als vielleicht noch vor 20, 30 oder 50 Jahren. Und hier ist die Geschichte von Siddhartha Gautama. Einige haben diese schon gehört und kennen sie. Er wurde nicht in Chaos geboren, sondern in maximaler Sicherheit und Luxus. Er lebte abgeschirmt von allem. Sein Vater wollte ihn vor allem bewahren. Er sah nie Krankheit. Er sah nie einen alten Menschen. Und schon gar nicht hat er jemals zuvor den Tod gesehen. Ein perfektes System, könnte man sagen. Zumindest auf den ersten Blick. Doch irgendetwas treibt den jungen Siddhartha um. Und was geschieht? Warte ab. Kapitel 3. Die Konfrontation mit der sogenannten Realität. Die Konfrontation mit der Realität hat für Siddhartha das erste Mal im Alter von 29 stattgefunden, als er, ohne dass sein Vater es wusste, den geschützten Raum verlassen hat. Er flüchtete und hierbei entsteht etwas sehr Entscheidendes. Zum ersten Mal in seinem Leben sieht er einen alten Menschen und kurz danach sogar einen Kranken, und das, was alles auf die Spitze trieb, war ein Toter. Dies erschüttert seine ganze Realität und lässt ihn das ganze Leben, was er bisher erfuhr, hinterfragen. Denn in diesen Momenten kollabiert seine Illusion und er beginnt sich zu fragen, ob Leiden kein Fehler im System ist, sondern vielleicht Teil des Systems. Und zum ersten Mal treibt ihn etwas um und bewegt ihn tief. Kapitel 4. Die Parallele zu unserer heutigen Welt. Die Parallele zu unserer heutigen Welt ist, was damals vielleicht im Kleinen für Siddhartha passierte, erleben wir heute auf einer globalen Ebene. Gesellschaftlich, aber auch ökonomisch und ökologisch. Nicht nur haben wir immer mehr Naturkatastrophen, sondern Systeme, die vermeintlich lange stabil wirkten, geraten massiv ins Wanken. Sogenannte Sicherheit löst sich auf und lässt uns innerlich erschüttern. Unsere Zukunft fühlt sich zum ersten Mal nicht mehr kontrollierbar und sicher an. Und genau wie es bei Siddhartha entstand, entsteht bei uns auch eine Frage mit Sicherheit. War die Stabilität wirklich jemals reell oder war sie nur eine sehr gute Inszenierung? Und was bedeutet das für uns? Kapitel 5. Der typische Reflex und warum er nicht mehr ausreicht. Unsere Standardreaktion auf Leid ist, wir versuchen es zu reduzieren und im besten Fall ganz zu vermeiden. Mehr Sicherheit, mehr Optimierung, mehr Kontrolle und mehr Schutz. Doch vielleicht greift das in Wirklichkeit zu kurz, denn es adressiert nicht die Ursache im Generellen, sondern
versucht sie nur an der Oberfläche zu erreichen. Was, wenn all die Dinge, die wir getan haben, bisher nicht hilfreich waren? Was, wenn wir uns ehrlich die Frage stellen, haben wir in der aktuellen Welt tatsächlich verbessert und was ist vollkommen? Und ich möchte diese Frage gern der Perfektion etwas ausklammern, denn es bedeutet nicht, dass alles ideal läuft oder für viele oder alle ideal gelaufen ist. Für diese Umstände Perfektion zu unterstellen, ist mit Sicherheit eine subjektive Frage. Aber im Vergleich zu dritten Weltländern ist ganz klar, dass wir in einer, können wir sagen, vielleicht Illusion gelebt haben, der Sicherheit und des ständigen Wachstums. Denn wenn wir genau schauen, erschüttert uns es zutiefst, dass wir aktuell vor diesen Hindernissen und vor einem wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Zerfall stehen können. Kannst du mir bei dieser Frage folgen und sie verstehen? Oder löst diese Frage bei dir etwas innere Spannung aus? Das ist vollkommen in Ordnung. Warte, bis das Gesamtbild für dich steht. Kapitel 6, der radikale Schritt nach innen. Am Beispiel von Siddhartha ist zu erkennen, dass er einen sehr drastischen Weg gegangen ist. Er versucht nicht mehr, die Welt zu perfektionieren für sich und untersucht den Geist der Welt, in dem er selbst lebt. Man sagt, dass er 6 Jahre lang unterwegs gewesen ist und jedes Extrem wie Askese und strenge Disziplin, Selbstverzichte aufgebracht hat und ausgeübt hat in der Hoffnung, dort Antworten zu finden. Doch auch das führte ihn nicht zur sogenannten Freiheit oder Erleuchtung. Warum? Weil es immer noch ein Kampf ist und immer noch das Ablehnen des gegenwärtigen Zustands. Dies führt nicht dazu, dass wir freier werden, sondern wieder versuchen wir etwas in einem Extrem zu suchen und Freiheit und Befreiung dadurch zu generieren. Und genau deshalb ist der gegenwärtige Zustand eine der wunderbarsten Einladungen überhaupt, denn nur wer rausgeht aus dem Komfort und sein bisheriges Handeln und Tun hinterfragt, kann Wachstum generieren. Kapitel 8. Was dabei eigentlich passiert. Was dann geschieht, lässt sich schwer in Worte fassen. Da wir keinen Wortschatz dafür haben, aber die Essenz klar ist, können wir nur unterstellen. Und ich bin hier nun gedanklich im Zustand der Befreiung oder Erleuchtung, wie man sagt. Im Beispiel von Siddhartha wird klar, dass hierbei nichts Neues entstanden ist, sondern eher für ihn einige Sachen weggefallen sind. Die Illusion und die Selbstidentifikation, der Glaube, dass Dinge anders sein müssten, als sie tatsächlich sind. Und genau darin liegt das, was wir im Allgemeinen als vielleicht erwachsen werden auch darstellen können. Wir brauchen beide Pole. Wir brauchen das Leid sowie auch die Fülle. Aber beide Dinge entspringen derselben Natur. Und nur die Verbindung dieser kann uns wirklich Befreiung bringen. Kapitel 9, warum Leiden unverzichtbar ist. Ohne das Leid zu sehen, hätte Siddhartha vermutlich niemals einen Grund gehabt, zu suchen. Ohne den Bruch keine Erkenntnis, ohne Instabilität auch keine Tiefe. Also könnte man tatsächlich sagen, dass Leiden eine gewisse Funktion erfüllen kann. Es zeigt uns unsere Grenzen, vielleicht unseres bisherigen Sehens und Wahrnehmens der Welt. Und es lädt uns dazu ein, weitere Fragen zu stellen, die wir im Komfort wahrscheinlich uns nie stellen würden. Also stellt sich die Frage ganz offen: Ist die Einladung des Umstandes, in dem wir gerade verweilen, eines der wunderbarsten Einladungen des Universums? Und kann es uns tatsächlich das herbeibringen, was wir uns alle wünschen? Kapitel 10, die tiefe Einladung. Die Übertragung auf unsere Zeit geht vielleicht noch einen Schritt weiter. Das, was wir aktuell erleben, ist nicht nur eine Phase von Unsicherheit oder ein vorübergehender Zustand von Instabilität. Es wirkt vielmehr
ja eine kollektive Einladung unserer bisherigen Annahmen grundsätzlich zu hinterfragen. Nicht nur die Systeme im Außen, die ins Wanken geraten sind, auch unsere innere Konstruktion. Die Vorstellung davon, wer wir sind, die Frage, wie sicher das Leben sein sollte und wie viel Kontrolle tatsächlich notwendig ist. Vielleicht geht es also weniger darum, diese Phase schnellstmöglich zu überstehen, sondern darum zu erkennen, was sie sichtbar macht. Denn genau in Momenten, in denen alte Sicherheiten wegfallen, entsteht Raum. Raum für neue Perspektiven und Raum für ein tieferes Verständnis. Und das Allerwichtigste, Raum für ein bewussteres Leben. Abschnitt 11. Eine differenzierte Sicht. Wenn wir Leiden ausschließlich als Problem definieren, entsteht automatisch Widerstand. Wir kämpfen dagegen an, versuchen es zu vermeiden oder gar zu kontrollieren. Doch dieser Umgang hält uns oft genau in diesem Zustand fest, den wir eigentlich verlassen wollen. Eine differenzierte Perspektive wäre, Leiden ist nicht nur Störung, es ist Information. Es zeigt, wo wir an Vorstellungen festhalten, die vielleicht nicht mehr tragfähig sind. Wo wir versuchen, etwas festzuhalten, das von Natur aus eigentlich vergänglich ist. Das bedeutet nicht, Leiden gut zu heißen, sondern es als Teil eines Prozesses zu verstehen, der Entwicklung erst ermöglicht. Und genau hier entsteht eine neue Qualität. Nicht nur mehr nur reagieren, sondern wirklich erkennen. Schlussgedanke. Vielleicht geht es in dieser Zeit nicht darum, schnell wieder zur Stabilität zurückzukehren, sondern darum, eine andere Beziehung zur Instabilität zu entwickeln. Eine, die nicht sofort in den Widerstand geht, sondern in Beobachtung. Eine, die nicht nur fragt, wie werde ich das los, sondern auch, was zeigt sich hier gerade wirklich. Und genau in dieser Verschiebung liegt Potenzial, das über individuelles Wachstum hinausgeht, weit hinaus. Vielleicht sind die aktuellen Herausforderungen nicht nur Belastung, sondern ein kollektiver Entwicklungsschritt. Nicht, weil sie angenehm sind, nein, sondern weil sie uns zwingen, tiefer zu schauen. Und genau darin könnte etwas entstehen, das stabiler als jede äußere Sicherheit ist. Ein Bewusstsein, das nicht mehr davon abhängt, dass es alles kontrollieren muss. Das ist eine neue Perspektive, aber eine, die es wert ist, zu prüfen. Schön, dass du dir das Video angeschaut hast. Wenn dir das Video gefallen hat, schau dich gerne in meinem Kanal um. Ich bin mir sicher, dass du auch hierzu noch weitere interessante Gedanken findest. Hab einen wunderschönen Tag und schön, dass es dich gibt.